Schaut mal, was wir hier haben. Geschmorte Schaschlik. Schaut mal, Riesenteile in einer Tomaten-Paprikasauce. Im Ernst? Ihr habt sie bis jetzt nur auf dem Volksfest gegessen? Macht es doch mal selber. Wie das funktioniert, seht ihr in diesem Video. Oh, ist das lecker. Schaschlik, da gibt es ja viele Rezepte. Was ich ganz furchtbar finde, ich ganz alleine, das sind diese Fleischspieße, die nur auf dem Grill liegen und dazu dann irgendeine Tomatensauce. Was ich viel besser finde, ist, wenn dieser Spieß in der Tomatensauce gar geschmort wurde. Was wir dazu in erster Linie brauchen, ist richtig schönes Schweinefleisch, in diesem Fall vom Nacken, weil ich finde, es darf nicht trocken werden. Damit es auf gar keinen Fall trocken wird, habe ich hier Bauchspeck von meinem Schlachter. Ich habe die Schwarte schon runtergenommen und der sorgt nachher für die Würzigkeit, aber auch für die Saftigkeit. Eine kleine Chilischote, eine ganz milde habe ich noch dazu und natürlich unbedingt wichtig Paprika und Zwiebeln. Und wenn wir den Paprika in solche Stücke schneiden, dann bleiben automatisch so diese ganzen Ecken und Kanten übrig. Und die habe ich hier in einer extra Schale gesammelt. Das sind diese Stücke, die man nicht so schön spießen kann, aber die kommen nachher in meine Soße hinein und spielen eine ganz wichtige Rolle. Und in der Soße finden wir nachher auch unsere stückigen Tomaten aus Italien wieder. Die sind so richtig schön stückig. Schaut euch diese Qualität mal an. Da habe ich jetzt schon richtig Lust drauf. Das wird unsere Soße. Unterstützen tun wir das Ganze noch mit dem Tomatenmark und dann mein Knoblauch. Ich habe neulich schon mal einen Kommentar gelesen, die haben gesagt, das ist doch kein Knoblauch, das ist eine Blumenzwiebel. Tatsächlich ist das der asiatische Knoblauch. Dieser asiatische Knoblauch hat einen riesengroßen Vorteil. Wenn ich den schäle, dann seht ihr schon jetzt, das ist eine große Knolle. Ich nehme den Boden mal weg. Und ich habe jetzt ganz schnell meinen Knoblauch gepellt. Und wenn ich diese Menge Knoblauch bräuchte von dem normalen Knoblauch, hätte ich bestimmt 4 oder 6 Stücke gebraucht. Rucki-zucki geschält. Und wenn ich den runterschneide, habe ich wunderbare große Scheiben. Perfekt, sehr zu empfehlen, asiatischer Knoblauch. So, als allererstes schneiden wir jetzt unser Fleisch in nicht zu kleine Würfel. Und wer sich jetzt Sorgen macht um diese fettigen Stücke, so wie meine Kamerafrau Carmen, ne? Genau. Ja, ich kenne das schon. Macht ihr bitte keine Gedanken, weil wir schmoren das so lange, unser Fleisch, bis nachher das Fett komplett verkocht ist. Und dann brauchst du da auch nicht mehr drauf rumbeißen. Aber wir wissen alle, Fett ist ein Geschmacksträger und macht uns nachher ein schönes, saftiges Schaschlik. Unser geschnittenes Fleisch wird jetzt kräftig mit Pfeffer gewürzt. Und in diesem Fall, weil wir ja gleich auch lange schmoren wollen, gebe ich auch jetzt schon mal etwas Salz dazu. Und dann habe ich hier einen gehäuften Teelöffel Paprikapulver, und zwar geräuchertes Paprikapulver. Geräuchertes Paprikapulver? Ja, das bringt uns so eine kleine Barbecue-Note und ganz milden Paprika. Der kommt da auch drauf. So. Und dieses Fleisch massiere ich jetzt kräftig durch. Das wird jetzt mal kräftig eingearbeitet, unsere Gewürze. Dann haben wir nämlich den großen Vorteil, dass wenn wir das Fleisch jetzt gleich am Spieß anbraten, das wirklich überall gewürzt ist. Weil wenn ich das sonst spießen würde und ich würde es hinterher würzen, dann habe ich ja nur eine ganz kleine Oberfläche mit Würzung. Und ich möchte ja, dass das gesamte Fleisch richtig gleichmäßig schmeckt. Kräftig durcharbeiten, je länger, desto besser. Womit wir anfangen beim Spießen, wir fangen natürlich immer mit dem Fleisch an. Und damit das Fleisch um Gottes Willen nicht trocken wird, gebe ich auch gleich ein Stückchen Speck dazu. Ja, so von der Größe her, dass das auch ansatzweise zusammenpasst. Und dann wirklich vollkommen egal, wie ihr das macht, in welcher Reihenfolge. Hauptsache, es sieht hübsch aus. Also diese 4 Teile, das sind unsere Grundzutaten. Schweine, Nacken, Speck, Zwiebel und Paprika. Und in dieser Reihenfolge werde ich das jetzt immer weiter aufspießen, solange bis das ganze Fleisch auf dem Holz steckt. Das sind ja mal richtige Schaschliks, oder? Und was mir immer wichtig ist, macht zum Schluss immer Fleisch drauf. Weil wenn ihr zum Schluss Gemüse drauf habt, das könnt ihr ziemlich sicher sein, dass euch das runterfällt. So,
4 schöne Schaschliks. Also, da läuft mir schon das Wasser im Munde zusammen, ohne dass da überhaupt irgendwas gemacht worden ist. Unsere Schaschlikspieße braten wir jetzt rundherum schön an, dass sie Farbe bekommen. Schau mal da ist schon ordentlich Farbe im Spiel. So sollen sie sein. Komm her, wehr dich nicht. Von allen Seiten goldgelb anbraten. Natürlich müssen sie nicht gar sein, das versteht sich ja von selbst, aber so ein bisschen Röststoffe brauchen wir jetzt. So, unser Bratfett, das nehmen wir jetzt heraus. Aber unsere Röststoffe hier in dem Topf, die spielen noch eine weitere wichtige Rolle. Und zwar geben wir jetzt hier einen günstigen Honig dazu. Dieser günstige Honig darf ein bisschen karamellisieren. Deswegen jetzt da einen teuren Imkerhonig zu nehmen, das wäre ja schon fast Perlen vor die Säue werfen. Und dieser Honig hier, der darf karamellisieren. Das tut er jetzt auch. Schau mal, Carmen. Du weißt, das riecht schon wieder so. Es riecht jetzt schon lecker. Also so eine nette braune Farbe. In der Zwischenzeit schneiden wir schnell unsere große Knoblauchzehe klein. Einfach nur in grobe Stücke. Und die geben wir jetzt hier schon mal in unseren Honig dazu. Und du wirst gleich sehen, wie es jetzt gleich erstmal duftet. Und dann haben wir hier noch unsere milde kleine Chilischote. Die schneiden wir auch in nicht zu feine Stücke. Weil auch das finde ich eigentlich ganz reizvoll, wenn ich dann hinterher auf meinem Teller noch ein kleines Stückchen Chili wiederfinde, zumal sie ja wirklich sehr, sehr milde ist. Die geben wir jetzt zum Knoblauch dazu. Und dann hatte ich euch ja von diesen ganzen Resten hier berichtet. Und natürlich auch das, was ich nicht gebraucht habe für meine Schaschliks. Alles das geben wir jetzt hier gleich dazu. Also ich halte das nochmal extra ein bisschen Richtung Kamera. Also man ahnt doch jetzt hier schon, das muss ja schmecken. Chili und Knoblauch in Honig zusammen mit den Röststoffen von unseren Schaschliks. Und wenn das hier so schön am Duften ist, dann geben wir auch unser Gemüse dazu. Carmen, hier, du kannst gut erkennen mit deiner Kamera, hoffe ich zumindest, dass es jetzt hier so ein bisschen anfängt zu knistern. Und Wasser aus dem Gemüse ist so gut wie verdampft. Jetzt geben wir da gefühlte 2 Esslöffel Tomatenmark dazu. Und auch den Tomatenmark oder das Tomatenmark wollen wir jetzt ein bisschen mit anschwitzen. Wenn das Tomatenmark auch schön mit verrührt ist und anschwitzt, geben wir auch unser restliches Paprikapulver dazu. Anschwitzen ja, verbrennen auf gar keinen Fall. Weil Paprikapulver, genau wie Currypulver, braucht ein bisschen Wärme, aber nicht verbrennen lassen. So, damit es nicht verbrennt, geben wir jetzt hier unsere Dosentomaten aus Italien dazu. Und ich habe schon so oft gesagt, so eine Schale, da geben wir einen Tropfen Wasser rein, spülen das einmal aus, weil auch das ist purer Geschmack. So, und auch das geben wir dazu. Und Carmen. Das riecht hier so gut. Damit lösen wir jetzt noch mal so ein bisschen hier unsere Röststoffe vom Pfannenboden ab. Und ich möchte... Eine tolle Soße, das wird. Also das ist mal Schaschlik Deluxe, würde ich jetzt mal sagen. Und da kommen jetzt hier unsere netten kleinen Spießchen da wieder hinein. Schön nebeneinander. Was wolltest du eigentlich essen heute? Wir müssen nur noch sehen, dass wir von irgendwoher noch Pommes frites dazu bekommen. Ja, das stimmt. So, und dann haben wir hier natürlich unseren Bratensaft. Der darf natürlich auf gar keinen Fall verloren gehen. Jetzt liegt unser Spießchen noch ein bisschen frei. Der wird zwar kleiner durch das Schmoren, aber ich gebe jetzt hier nochmal, damit es ein bisschen weiter bedeckt ist, noch ein ganz klein bisschen Brühe dazu. So, noch ein ganz klein bisschen Brühe. Da kommt ein Deckel drauf und ab in den Ofen. 160 Grad Umluft und wir haben 1 Stunde 30 Minuten eingestellt. Wir starten das Programm und der Ofen sagt uns Bescheid, wenn es fertig ist. So, Carmen, die Zeit ist rum. Oh, alleine wie es schon duftet, wenn man den Ofen aufmacht. So, jetzt wollen wir da mal eben reinkicken. Ich lasse das mal hier drin stehen. Schön heiß ist das. Oh. So, jetzt wollen wir mal probieren. Schau mal. Oh, das ist so lecker. Und siehst du, man kann das schon, sieht man, wie zart das Fleisch ist? Ja. Und die Soße. So, ich will mal eben so ein Stückchen hier, ah ja, guck mal, das fällt von alleine runter. Das ist einfach so abgerutscht hier. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Was mir jetzt eigentlich fehlt, dazu ist ein schönes, dickes Stückchen Weißbrot
oder Pommes frites, oder Carmen? Ja, Pommes wären jetzt toll. Und sag mal was. Oh mein Gott. Ich will auch. Du bekommst. Weitere Rezepte werden oben eingeblendet. Über einen Daumen hoch über dieses wirklich uralte Gericht würden wir uns sehr freuen. Über ein Abo noch viel mehr. Bis dahin, ich muss mich beeilen, die Kamerafrau Carmen hat Und Hunger. tschüss, ich bin weg. Ja, tschüss.